Live-Musik, es geht um Liebe zur Musik. Aber irgendwie auch krass, 40 Jahre. Man geht hier runter und ist irgendwie in so einer anderen Welt. Wir könnten stolzer nicht sein, hier stehen zu dürfen. Nicole Reichert, Wolf Reichert und Julius Horn. Und wir haben eine ganz tolle Jubiläumswoche vor uns, denn wir feiern 40 Jahre Birdland Hamburg. Die erste Erinnerung, die ich habe, ist tatsächlich das viel zitierte Art Blakey-Konzert hier. Ich hatte sie auch 2 Jahre zuvor mit meinen Eltern auf dem Jazzfestival, hatte ich Art Blakey schon gesehen und spielte auch schon selber Schlagzeug. Darum war das sozusagen auch irgendwie was ganz Besonderes. Dann war ich bald auch schon selber irgendwie so mit 13 hier auf den Jam-Sessions und habe dann auch meine Nummer mitgespielt. Also ich habe es auf jeden Fall von Tag 1 erlebt. Als das losging, wurde das teilweise so ein bisschen belächelt irgendwie, die Idee, dass man jetzt irgendwie hier so einen Jazzclub macht und dann fand man das irgendwie alles so rustikal oder hanseatisch oder so. Meine Mutter malte dann diese ganzen Musikerporträts, die hier im Laden hängen. Und dasselbe, was ja eigentlich so unverändert geblieben ist an dem Laden, wird jetzt immer so mega gelobt. Das ist ja wow. Mein Vater Dieter war ja so begeisterter Jazzfan. Hat dann hier auf dem Grundstück seiner Firma hat er dieses Wohnhaus gebaut und hatte einen ganz klaren Plan, was irgendwie mit dem Keller passieren sollte. Oh, warte mal, das müssen wir vielleicht zusammen machen. Aber ich mach auf. Ich mach auf. Das ist meine Hand, genau. Sehr gut. Ich kannte das Birdland gar nicht. Und ich muss auch gestehen, ich hatte auch mit Jazz nichts am Hut. Ich habe auch so einen Background, was so Veranstaltungen angeht. Und habe dann damals meinen jetzigen Mann, Wolf Reichert, kennengelernt. Habe seine Eltern kennengelernt, das Birdland kennengelernt. Gesehen, was hinter dem Laden steht, die Liebe zur Live-Musik. Und habe dann auch das Birdland lieben gelernt. Yeah! Wir brauchen noch so einen Schlachtruf. Are you ready? Yes, ja. Also zum einen ist es ja ein wichtiger Club einfach für das Genre Jazz und auch so, was das Thema so Nachwuchsförderung angeht. Insbesondere bei der Session. Das ist schon irgendwie super wertvoll für die Stadt Hamburg. Ich glaube, das ist der schönste Job, den man machen kann. Mir macht das so viel Spaß, es erfüllt mich so zu sehen, wenn die Leute hier glücklich nach dem Ende des Konzertes rausgehen und eine super Zeit hatten. Für mich fühlt sich das gar nicht nach Arbeiten an. Also es ist total schön, dass wir das feiern eine ganze Woche lang. Ich denke aber natürlich auch oft an Dieter, wo das Birdland geschlossen hatte und Dieter gesagt hat, er möchte das nicht mehr weitermachen. Habe ich das irgendwie so realisiert, wie krass das eigentlich ist, was er gemacht hat und was er in seinem Leben geschafft hat. Ja, mein Vater liebt den Jazz und hat damit irgendwie alle angesteckt. Aber war auch gleichzeitig zum Beispiel jeden Abend, den der Laden offen war, zum Soundcheck hier. Ne? Und das hieß ja auch, er kam von seiner eigentlichen Arbeit. Dann ging das ja abends gern noch mal lange. Das plus die Organisation von diesem Verein, den es damals gab, das war halt einfach eine ganz schöne Workload. Als meine Eltern aufgehört haben, waren das ja schon knapp 30 Jahre und ich glaube, da hat man dann auch so ziemlich alles gesehen.
Wir haben es schnell irgendwie vermisst. Da hat mich dann mein guter Freund Julius auch angesprochen. Ist eigentlich ein alter Schlagzeugschüler von mir gewesen. Ja, aber die Zapfanlage war noch da, oder? Ja, genau. Der Laden an sich ist mir auf jeden Fall schon sehr vertraut gewesen, weil ich auch hier Unterricht bekommen habe, so als Jugendlicher Schlagzeugunterricht. Und wo ich mitbekommen hatte, dass es hier zu Ende geht, sind wir irgendwie im Austausch immer gewesen. Er meinte, nur mal so gesagt, wenn ihr irgendwann mal wieder was machen wollt, sag auf jeden Fall Bescheid, lass mal schnacken, vielleicht kann ich euch irgendwie helfen, vielleicht können wir irgendwas machen. Er hatte irgendwie auch Bock, dass es weitergeht. Und dann, ja, haben wir so 1, 2 einzelne Events gemacht. Wir dachten eigentlich, wir machen so eine Art Soft-Opening dann vor unserem ersten richtigen Konzert und machen schon mal donnerstags wie früher die Türen auf. Und konnten es da nicht fassen. Ne? Also dann war der Laden einfach, dann standen die Leute direkt irgendwie in Schlangen vor der Tür. Und es war irgendwie so, als wäre es nie weg gewesen. Wir haben uns ab dem Moment auch musikalisch geöffnet. Ich habe da, sag ich mal, meinen Booking-Background aus dem Freundlich und Kompetent mitgebracht. So der ganz große Bereich der Popularmusik. Und uns war ganz klar, wir wollen gar nicht so viel verändern, weil man kommt hier rein, man spürt sofort, dass der Laden Geschichte hat, man ist so dicht dran an den Musikern. Deswegen war für uns ganz klar, genau das wollen wir erhalten. Ich habe es tatsächlich so wahrgenommen, dass meine Eltern dann noch mal ein paar Jahre eigentlich ziemlich regelmäßig hier waren, obwohl wir das Programm ja ziemlich erweitert haben. Eigentlich war ich immer erstaunt, wie offen und teilweise begeistert die dann hinterher waren. Und irgendwann war es dann halt nicht mehr drin, hier zu den Konzerten zu kommen. Leider Gottes war das schon ein längerer Prozess. Also er war schon eine Weile schwer krank. Aber ja. Irgendwie ist das hier so der Ort für mich, wo ich mich dann meinem Vater schon am nächsten fühle. Also ja, es ist irgendwie, das ist ein ganz schönes Gefühl. Man spielt hier, sieht nebenbei das Bild und fragt sich, oh Mann, wie würde Dieter das jetzt finden? Oder denkt sich, wow, das würde ihm jetzt gerade richtig gut gefallen. Bin natürlich wahnsinnig traurig gewesen und auch noch traurig, dass er verstorben ist, weil ich einfach weiß, wie sehr ihm das hier, das Birdland am Herzen liegt und die Musik. Ich finde es einfach irgendwie krass, dass es das Birdland mit all den Herausforderungen in der Musik- und Kulturbranche trotzdem noch gibt. Weil einfach ja, so in dieser Größenordnung einen Laden wirtschaftlich zu betreiben, ist auf jeden Fall sehr schwierig mit Live-Musik, weil das natürlich einen riesen Rattenschwanz hat. Aber solange da die Rechnung irgendwie aufgeht, machen wir auf jeden Fall weiter. Und das ist auch tatsächlich das, was mir am Herzen liegt. Also ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Also ich stand jetzt auch schon ein paar Mal an dem Punkt, wo ich dachte, soll ich mir jetzt doch wieder einen Marketingjob in einem Konzern suchen? Oder mache ich das weiter, was Dieter gestartet hat? Und immer mein Herz sagt, ich soll das weitermachen. Und da mache ich das weiter. Und auch das Birdland hier. Also ich sage ernst gemeint, also hier möchte ich alt werden weiter. Also es soll auf jeden Fall Open End gerne weitergehen und es ist kein Ende in Sicht. Wir haben wieder ganz viel neues, frisches, junges Publikum, die regelmäßig kommen, auch besonders an den Donnerstagen. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich gar nicht so viel anders wie damals. I wanna sit to each other when we're going to sleep. When we're